Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pixel Buddies Podcast. Heute ein Review von einem ganz besonderen, chaotisch bunten Spiel, welches noch in der Alpha-Phase ist. Und zwar geht es um Bullet Eaters. Ich bin Michael, beziehungsweise in der normalen Podcast-Runde Michi. Und ich habe mich super auf dieses Spiel gefreut. Wir haben einen Key bekommen, um das Ganze mal anzutesten. Wir hatten schon in der ersten Alpha-Phase Anfang Mai reingeschaut und jetzt in der zweiten Alpha-Phase, die ich glaube von Donnerstag bis heute lief, war schon einiges mehr los. War ein neuer Modus drin, mehr Chaos und mehr bunt auf jeden Fall. Wie gesagt, das Ganze ist noch in der Alpha-Phase, heißt, nicht alles läuft rund, vieles ist noch im Aufbau, aber trotzdem bekommt ihr hier eine ehrliche Meinung darüber, basierend auf dem, was wir gesehen und erlebt haben. Das Bullet Eaters ist ein Third-Person Battle Royale Arena Hero Shooter. Man kann sich das vorstellen wie PUBG oder Overwatch zusammen. Und das Ganze hat noch einen stilisierten, cartoonartigen, ziemlich abgedrehten und schnellen Stil. Entwickelt wird das Ganze vom Yeeters Team und ist aktuell auf Steam zu finden. Und hier könnt ihr auch hin und wieder einen Key abgreifen, zum Beispiel bei uns im Stream oder auf dem Discord vom Yeeters Team. Generell seid ihr ein Agent bzw. ein kleiner Hero, mit dem ihr durch eine riesige Welt yeetet, sozusagen. Ihr habt verschiedene Waffen, ihr könnt aus verschiedenen Waffen wählen, ihr könnt verschiedene Waffen kaufen. Das heißt, ihr könnt eine am Anfang auswählen, wie zum Beispiel ein Maschinengewehr. Damit spawnt ihr dann, wenn ihr ein Match gefunden habt und könnt dann durch die Welt ballern. In der ersten Map und dem ersten Modi war das eine riesige Küche. Man kennt das vielleicht von früher von Maps aus Counter-Strike, wo die lebende Welt größer als einmal selbst war. Generell ist noch geplant sowas wie Wohnzimmer oder Garagen und man hat Jetpacks und ihr könnt auch vielleicht demnächst noch Bosskämpfe bestreiten. Und auf jeden Fall sind sehr, sehr viele Explosionen am Start. Der erste Start ist etwas merkwürdig, würde man sagen. Man wird direkt dazu gezwungen, in ein Match zu gehen. Was ich nicht so toll finde, weil damit hast du keine Chance, erstmal irgendwelche Settings zu checken. Man kann die Auflösung nicht ändern. Man kann keine Tastaturbelegung ansehen oder ändern. Und man kann sich auch sonst nichts anschauen. Also man startet das Spiel und man wird direkt darauf hingewiesen, man soll auf Spiel starten klicken und in die Lobby reinjoinen. Und ich weiß nicht, ja, es ist gut, dass man dann entsprechend das Spiel kennenlernt, aber ich hätte doch gerne die Möglichkeit, vorher mich darauf vorzubereiten und mir das Ganze anzuschauen. Ansonsten, das Menü ist relativ aufgeräumt, also das Hauptmenü zumindest. Aber es hat verdammt viele Unterpunkte und irgendwie verirrt man sich dann doch schon ein bisschen. Das heißt, ich bin in einem Hero-Upgrade-Menü, wo ich Sachen vom Hero oder den Hero selber upgraden kann, wie die Waffen. Und wenn ich dann eine neue Waffe kaufen möchte, kann ich das natürlich dort darüber nicht. Ich kann die Waffe zuweisen, aber ich kann sie nicht selber dort kaufen. Das heißt, ich muss aus diesem Menü wieder raus. Und wenn man Escape drückt, landet man dann wieder im Hauptmenü statt in dem vorigen Menü und muss dann in das Waffenmenü. Und es gibt noch ein weiteres Hero-Menü und ein Waffenmenü. Und darüber kann man sich die ganzen Waffen anschauen, auch die Stats und entsprechend gucken, was möchte ich freischalten. Die haben verschiedene Raritätsstufen. Und hier kann man dann natürlich auch dann neue Waffen kaufen. Ansonsten ist das Menü
fast selbsterklärend. Also ich habe jetzt keine Punkte gesehen, wo ich mir erst dachte, was soll das eigentlich? Zumindest nicht, soweit ich mich erinnern kann. Und wie schon angesprochen, man kann Waffen und Skills upgraden. Dafür braucht man natürlich Punkte, Münzen und virtuelles Geld. Aber hier auch gleich wieder vorweg, dass es gibt keine Microtransactions und das ist schon sehr, sehr gut, denn wir alle wollen das auch eigentlich gar nicht mehr. Also klar, es gibt viele, die dann sagen, ja, kann man sich ja Skins kaufen, aber das Spiel per se hat schon sehr, sehr viele Skins. Man kann sowohl den Helm, den Jetpack und den Hero entsprechend verändern und nach seinen Wünschen gestalten. Man muss natürlich einiges freischalten, aber das macht man so im entsprechenden Spielverlauf und hat dann immer mehr, was man auswählen kann. Man kann, und das ist eine sehr gute Sache, man kann, wenn man im Hauptmenü ist, auf Randomize klicken und dann durch verschiedene zufällige Outfits durchseppen. Und wenn einem ein Outfit gefällt, kann man das natürlich kaufen. Das wird dann direkt der Preis angezeigt und dann kann man dies auch direkt equippen und loslegen damit. Der für mich wirkliche erste Frustmoment war jedoch die Lobbys. Also die Lobbys, die Ladezeiten sind generell relativ gut, aber wenn man Pech hat, zumindest war das in der Alpha so jetzt, bleibt man vielleicht hängen. Ich hatte auch generell 2, 3 Crashes plus dann entsprechend in der Lobby etwas hängen geblieben. Das heißt, du musstest das Spiel einfach neu starten. Dann ist es natürlich nicht so schön, aber wie gesagt, für eine Alpha doch sehr stabil, würde ich sagen. Das Gameplay die Steuerung fühlt sich vom Gameplay her sehr, sehr gut an. Also das Fliegen, das mit dem Jetpack rumspringen, das Schießen und Zielen ist sehr, sehr intuitiv. Es ist sehr sauber und die Hitboxen sind top. Da gibt es eigentlich nichts zu meckern bisher von meiner Seite aus. Und manchmal ist es leider so, dass die Collision Box von einer Wand mal zu weit rausragt. Das heißt, wenn ihr irgendwo steht, an einem Tischbein und ihr möchtet euren Gegner treffen, dann solltet ihr vielleicht noch einen Millimeter oder einen Zentimeter weiter raus von dieser Collision Box, damit ihr dann halt nicht das Tischbein erwischt beim Schießen. Der generelle Ablauf ist so gewählt, dass ihr wenn ihr einen Hero freigeschaltet habt, es gibt, glaube ich, 4 oder 5 Basic Heroes. Daraus könnt ihr natürlich wählen. Könnt ihr den wählen und dann direkt auf Starten klicken. Ihr kommt in den Ladescreen, dann findet ihr eine Lobby und dann habt ihr eine Aufwärmphase. In dieser Aufwärmphase könnt ihr ein bisschen rumballern und dann geht's natürlich in die richtige Runde. Im normalen Modus, zumindest auf der ersten Map, muss man 30 Kills bekommen. Das heißt, 30 Leute, 30 andere Agents killen. Und im Team-Modus, zumindest im Tour-2-Modus, ich habe das Ganze mit Kira gespielt, auch aus unserer Runde. Da muss man dann 45 Kills zusammenholen. Aber da zählen dann halt, wie angesprochen, beide Kills. Das heißt, man muss die zusammen bekommen. Wenn einer 45 holt und der andere 0, dann ist das auch okay. Aber in unseren Runden zumindest waren wir da immer ziemlich gleich auf und konnten dann gewinnen. Man kann die Waffen von anderen looten, was ziemlich gut ist. Das heißt, wenn du entsprechend eine andere Waffe haben möchtest, weil diese besser ist, dann kannst du die einfach dir abgreifen. Und natürlich, je besser du bist, desto mehr XP bekommst du für das Level-System am Ende. Und je nachdem, was du für Achievements bekommst und weitere Belohnungen halt, wie gesagt, fürs Leveln, bekommt ihr dann Münzen raus oder entsprechend Hero-Karten, mit denen ihr dann auch die anderen Heroes freischalten könnt. Generell könnt ihr die natürlich auch ohne Karten freischalten, nur macht es das Ganze etwas einfacher.
Der Grafikstil ist, wie schon angesprochen, ziemlich comichaft, stilistisch, etwas überdreht, aber es passt für mich und ich denke auch für Kira, aber vielleicht kann sie dann in dem späteren Verlauf auch nochmal was dazu sagen. Hat es eigentlich ziemlich gut gepasst. Auch die Musik und Soundeffekte, Explosionen hört man ziemlich viele und es macht auf jeden Fall ziemlich Laune. Wenn man mehrere Kills bekommt, dann hat man diese Quake-Sounds von damals noch, von wegen Multikill und sowas. Das haben sie auch mit drin. Das macht auch Spaß und Laune, da diese Sounds die ganze Zeit auf dem Ohr zu haben, wenn man es denn schafft. Ist natürlich nicht immer so. Und es gibt keine Soundmüdigkeit, würde ich sagen. Die Performance ist eigentlich auch völlig okay. Wie gesagt, die Ladezeiten sind gut. Wir hatten da bisher keine größeren Probleme. Es gab keine FPS-Einbrüche und daher lief das eigentlich relativ flüssig. Die Crashes dann in den 2 Tagen, die ich jetzt hatte, Kira hatte, glaube ich, keinen, soweit ich mich erinnere, sind aber trotzdem relativ akzeptabel, weil, wie gesagt, das Ganze ist in der Alpha-Phase und ich denke, bis zum Release werden sie es auf jeden Fall hinbekommen, das zu fixen. Ja, Bugs habe ich tatsächlich auch so gut wie keine gesehen. Den schlimmsten oder lustigsten Bug in dem Ganzen war, dass ich so eine Krabbe hatte, die explodiert und die hatte ich in der Warm-up-Phase geworfen und sie ist dann halt innerhalb des normalen Matches noch da gewesen und hat dann direkt am Anfang jemanden ausgenockt und hat mir natürlich dann den ersten Kill verschafft. Das sollte natürlich nicht passieren, aber gut, in dem Moment war es relativ witzig. Aktuell gibt es 2 Maps bzw. Modi. Der eine, wie schon gesagt, man muss Kills bekommen. Bei 30 Kills hat man gewonnen, wenn man alleine spielt. Bei dem zweiten Modus ist es so, dass man nicht mehr respawnt und es gibt keine Waffen, die man aufheben kann. Und natürlich, der Boden besteht aus Lava. Ich glaube, sie steigt und sinkt immer mal. Leider kam ich jetzt persönlich nicht mehr dazu, die zweite Alpha-Phase zu spielen, aber Kira hat sie gespielt und sie fand es auch relativ witzig. Aber es ist natürlich auch ein bisschen schwieriger und trotzdem kann man da noch reinkommen. Das ist gar kein Problem. Was das Modding angeht, ist aktuell, soweit ich weiß, nichts geplant. Und es funktioniert natürlich jetzt auch und nicht das Spiel zu modden. Es gibt keinen Workshop dafür. Das ist aber auch völlig okay. Das Spiel ist nicht zu komplex. Man stört sich nicht daran und es ist Arcade-mäßig aufgebaut. Also es gibt keinen Grund, irgendwie was zu modden. Selbst Skins oder so gibt es eigentlich haufenweise und das Entwicklerteam bringt immer mehr rein. Also ist da eigentlich kein Grund. Vielleicht für neue Maps mal schauen, aber selbst diese wollen sie ja noch bringen. Die Entwickler sind sehr kommunikativ auf dem Discord. Anfangs waren sie etwas überfordert. Sie hatten die ganzen Steam-Keys konnten nicht über Twitch ausgegeben werden automatisch, daher mussten sie das alles manuell machen. Aber gut, bei wie vielen 4.000, 5.000 Leuten das manuell zu machen, ja, das ist schon nicht ganz so schön. Aber sie haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben und die Keys wurden alle ausgeliefert. Also Hut ab dafür. Und das fand ich sehr sympathisch. Man kann mit denen auch entsprechend in Kontakt treten. Wahrscheinlich jetzt bei der Menge an Spielern nicht mehr direkt anschreiben. Am Anfang war es noch so, man konnte sie direkt anschreiben, man hat dann Feedback bekommen und ja, war super. Man kann auch natürlich auf dem Discord Bugs reporten und in den Dialog treten. Ja, wie ist mein Fazit? Bullet Eaters macht auf jeden Fall Spaß. Es ist jetzt kein großer Game Changer, aber definitiv was für zwischendurch, würde ich sagen.
Für Leute, die solche Shooter mögen, so Battle Royale und nichts gegen diese Grafik haben, weil das, finde ich, macht den ganzen Charme auch aus, wenn man ein Einhorn als Jetpack hat und entsprechend einen Regenbogen hinter sich herzieht, wenn man dann mit dem Jetpack rumhüpft. Das ist schon nicht schlecht. Und auf jeden Fall ziemlich cool anzusehen. Und wenn man gerade auf sonst nichts irgendwie Lust hat, kann man einfach mal eine Runde oder zwei spielen und einfach mal seine Zeit vertreiben. Wenn sie das Tempo halten wie aktuell, dann könnten sie den Release am 19. Juni diesen Jahres natürlich noch einhalten. Es fehlen noch ein paar Maps. Ich glaube, 5 sollten es in der Zahl werden für den Anfang. Aber wir werden sehen. Also wir bleiben auf jeden Fall dran. Und wenn ich Kira wieder erwische, dann werden wir nochmal eine Runde streamen bei uns auf dem Kanal. Und sagt uns gerne, wie ihr das Spiel findet. Habt ihr vielleicht auch mal Lust reinzuschauen? Dann können wir gucken, dass wir auch wieder ein paar Keys bekommen zum Raushauen. Wahrscheinlich führen die Entwickler nochmal eine entsprechende Alpha-Phase durch, wo man dann auch nochmal 10.000 Keys raushaut. Wir werden sehen. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Sagt uns auch gerne, was ihr von dem Format haltet, von Reviews. Wir hatten jetzt von Micha das Metroid Prime Review vor kurzem und natürlich jetzt den Ausblick für Bullet Eaters. Und sagt uns gerne was dazu. Joint unserem Discord. Wenn euch das gefallen hat, lasst auch gerne ein Abo da oder ein Like. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge vom Pixel Buddies Podcast. Bis dahin, macht's gut.